Verstrickung. Die Idee, das Phänomen des sich Verstrickens zu denken, ist mir schon ein paar Mal gekommen, aber ich habe Schwierigkeiten. Vielleicht liegt das auch an der Sache selbst, das zu schauen. Also ich habe Schwierigkeiten, ähm, die Verstrickung selbst, wenn sie vorliegt, zu denken. Und warum ich glaube, dass es in der Sache selber liegen könnte, ist, dass ich meine, dass es eine Art Kontinuum gibt, vielleicht von, wenn man sich wirklich in dieser Metaphorik diesen Bindfaden vorstellt, der zu einer Verbindung wird, also ein Verbindungsfaden, dann kann es sein, dass man sich verheddert und sich verstrickt, also einen Fehler beim Stricken macht im Endeffekt, dann sich vielleicht verknoten und dann sich festziehen. Und das ist etwas, was man vielleicht auch Fesseln nennen könnte. Also in dem Augenblick, wo sich der Bindfaden auf eine ganz bestimmte Weise um ein oder zwei Menschen oder um die innere Organisation eines Menschen gelegt hat und verschiedene Knoten und Überkreuzungspunkte und Formen von Schlaufen und diese Schlaufen durchkreuzende Fäden genommen hat oder verwoben hat, aus denen es kein Zurück mehr gibt, also was nicht mehr nachvollziehbar ist, wie man es wieder entwirren könnte, dann ist ein Mensch, meine ich, gefesselt. Also dann ist das Empfinden und das Erleben von Gefesseltsein da. Und dennoch ist es für mich interessant, diese verschiedenen Stadien zu denken und vielleicht herauszufinden, wo der Punkt liegt, an dem das, was im Stricken, also in der Handarbeit, ein auch wieder auflösbares Gewebe herstellt. Man könnte auch sagen, eine Art Textur oder Text herstellt. Eine Geschichte, die nachvollziehbar ist, die man auch zurückgehen kann und wo sich relativ einfach wieder die Maschen, also die Verkettungen voneinander lösen lassen. Meistens ist es so, um es mir ein bisschen leichter zu machen, versuche ich immer zu überlegen, ob ich irgendein Musikstück finde, das eine Geschichte erzählt oder auf eine Weise das Problem, was ich mir anschauen möchte oder das Phänomen, was mir in den Sinn kommt, irgendwie beschreibt oder irgendwie darstellt und anders ertastbar macht als bloß das analytische Denken oder das sprachliche Nachgehen einer Sache oder das Auseinanderbrechen nur der Begriffe. Also ich glaube, es gibt eine Qualität, die in der Musik in der Lage ist, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern diese Geschichte auch musikalisch zu kommentieren. Und es ist mir nicht leicht gefallen, dazu ein Stück zu finden, im Sinne von, ich habe nicht viel Auswahl im Kopf gehabt. Es ist mir aber eins in den Sinn gekommen, dass ich erst später textlich überhaupt auf dieses Problem der Verstrickung beziehen konnte. Dieses Lied, was mir eingefallen ist, hat mich seit einiger Zeit irgendwie gebunden, aber eben nicht gefesselt in dem Sinne, dass ich nicht davon losgekommen wäre. Und ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich zunächst keinen Zugriff auf den Text hatte. Denn wenn ich es sofort gehabt hätte, dann traue ich mir zu, da kann ich mir gut vorstellen, dass ich mich darin verhakt hätte, diese Geschichte zu sehr zu analysieren und darüber zu sehr nachzudenken. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich mich zunächst auf die Musik einlassen konnte. Und das ist mir insbesondere nach der Betrachtung des Textes nochmal zur Hilfe gekommen. Der Text ist brillant, also es ist ein wunderschöner Text von Aldir Blanc und João Bosco, beide aus Brasilien, und er handelt von einer Geschichte um 4 Personen. Diese Personengruppen oder diese Personenkonstellation
besteht im Grunde aus zwei Ehepaaren. Also eigentlich kann man versuchen, die Geschichte zu erzählen. Aber ich möchte nicht das Rätsel auflösen, denn das ist eigentlich das Schöne daran, dass es nicht geht. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass ich plötzlich nur noch irgendwelche Diagramme und Schaubilder von diesen Konstellationen, von diesen Namen und was die machen und wie man das irgendwie grafisch darstellen könnte im Kopf hatte und völlig wahnsinnig geworden bin von diesem ganzen ja, symmetrischen Chaos dieser Art Knoten, dass ich nicht wusste, ob ich nochmal Zugriff haben würde auf das Lied, der unbefangen ist, unverfangen ist und so wie zuvor einfach diese unglaubliche Faszination durch die Musik und durch die Art und Weise, was auch schon erzählt wird, wenn man den Text gar nicht versteht, dabei übertragen wurde und was mich so berührt hat. Und dann ist mir was aufgefallen, das fand ich besonders interessant. Diese Geschichte, die im Text erzählt wird, ist unlösbar verstrickt. Das ist der Witz an der Sache. Und je mehr sie es versuchen, desto mehr zieht sich das Ganze zu. Etwas, was aber eine Lösung vorschlägt aus dem Nullpunkt dieser ganzen Konstellation, also wie in meiner Vorstellung dieser Punkt, wo sich diese Diagonalen kreuzen. An dieser Stelle hatte ich den Eindruck, dass aus der Position dessen, der es sehen kann, in diesem Mittelpunkt, der den Überblick hat über verschiedene Ebenen dieser Geschichte und gleichzeitig das Ganze nicht nur erzählt, sondern es performt, also der Geschichte Ausdruck gibt, diese Symmetrie auch textlich also darstellt und zeigt und zeichnet und gleichzeitig es aber eben auch singt und spielt. Und die Art, wie das Stück komponiert ist ganz anders als diese symmetrische Verstrickung und dieser Knoten, der sich aus dieser zwanghaften Konstruktion ergibt und dem zwanghaften Wiederholen immer der gleichen Bewegung dieses Festziehens. Es ist nämlich das Gegenteil in der Musik der Fall, in der Komposition. Es gibt verschiedene Instrumente, es gibt eine unglaublich vielschichtige Fügung, würde ich sagen. Und das wäre vielleicht tatsächlich etwas, wo man sagen könnte, das wäre vielleicht die Lösung. Die wird verraten dadurch, dass es ein Lied ist und dieses Lied auf diese Art und Weise geschrieben ist und dargeboten wird. Nämlich die Art und Weise, wie nur die Musik auf das Geschehen schaut und es kommentiert und erzählt, zeigt eigentlich, dass wenn die ganzen Menschen, die da zusammenspielen, es sind wirklich viele Instrumente, wirklich, man hört immer wieder auch eine neue Facette und es gibt auch Wiederholungen, es gibt schon auch eine sehr klare Songstruktur, aber es gibt Variationen, es gibt Nuancen und diese Nuancen kann man hören, die kann man erlauschen und das, wenn man ein bisschen befreiter oder mit ein bisschen mehr Abstand, vielleicht mit ein bisschen mehr Lockerheit es einfach hört und es bleibt die gleiche Scheiße, ist immer das Gleiche. Da sind mir genau in dem Moment die ganzen Geräte heiß gelaufen und abgeschmiert, als ich gerade das Gefühl hatte, ich bin irgendwie zu einer Lösung gekommen. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, solche Sachen auch einfach mal zuzulassen. Dann kann man selber nochmal ein bisschen Luft holen und nochmal mit dem Hamster eine Runde auf der Hundewiese gehen und sich dann danach nochmal ein bisschen einer lockeren Handarbeit hinwenden. Vielleicht mal eine andere Methode ausprobieren, das mit dem Stricken drangeben. Ist vielleicht auch zu symmetrisch für mich. Und einfach mal ein bisschen hier so mit einer Nadel, so eine Häkelnadel. Die ist ganz einfach strukturiert. Da kommt man leicht in die Maschen mit rein. Man kann es direkt wieder auflösen. Man hat eine Linie. Es gibt ein einfaches Muster. Ein bisschen Variationen drin.
aber man kann gedanklich zum Beispiel vielleicht ein bisschen besser abschalten. Und das ist vielleicht der Punkt, dass man die Herangehensweise ändert, um das, was sich vielleicht mit der einen Methode verknotet, mit einer anderen Methode sich vielleicht doch etwas wie Verbindung herstellen lässt und auf diese Weise auch ein Gewebe oder ein Text entsteht, eine Art Muster, das aber an der Stelle des Verhakens endet und nicht sich verheddern muss, sondern auflösbar bleibt und betrachtbar bleibt. Und ich glaube, das kann aber auch die Kunst machen, wenn sie von solchen Geschichten erzählt, so wie das bei diesem Lied der Fall ist. Der Blick, der durch den Musiker in diesem Falle auf diese Geschichte geworfen ist, ist einer, der die beschreibt und einen mitfiebern lässt und einen auch durch diese verschiedenen Schlaufen hindurchführt. Und gleichzeitig ist es möglich, den anderen Blick zu sehen und auch selber in Anspruch zu nehmen oder selber zu besetzen. Und das ist der eben auf dieses Stück schauen kann und sehen kann, dass in dem Moment, wo die Leute eben nicht einfach alles machen, was sie wollen, trotzdem sich frei bewegen können. Also die verschiedenen Instrumente bewegen sich eigentlich frei durch dieses Stück. Es gibt eine große Variabilität in den Weisen, wie diese Stimmen und wie die Rhythmen funktionieren. Aber es gibt etwas, wo man merkt, dass die alle aufeinander achten. Also dass nicht einfach jeder so nach seiner Fasson irgendetwas macht, um sich da besonders frei zu fühlen, sondern der Zauber dieser Fügung besteht darin, dass die Freiheit dadurch entsteht, dass alle aufeinander achten und dass alle sich aufeinander beziehen und sich dadurch etwas verbindet, was ein ganz anderes Netz spinnt und was ein Netz spinnt, in dem die zum Beispiel dann jetzt verschiedenen Instrumente in diesem Lied alle sehr individuell bleiben und das, was sie tun. Und sehr viele Momente von auch Spontanität entstehen können. Nicht wie in der Geschichte selbst, in der die Menschen beschließen, einfach das zu machen, was ihnen so einfällt und aber keine Variabilität da ist, sondern alle das Gleiche tun, also in der gleichen Struktur, nur mit unterschiedlichem Inhalt, mit anderen Themen, sodass es danach aussieht, als würden die Menschen etwas Individuelles praktizieren. Das ist das, was sie eben nicht tun. Und sie übersehen es, weil sie zu sehr auf den Inhalt starren und zu wenig die Frage danach stellen, ob da eine Form erzwungen wird, und sei es eine freie Form, oder ob es zugelassen wird, dass sich etwas fügt oder formiert oder auf eine Weise zusammenkommt und zusammenwirkt, dass so etwas wie Verstrickung genau dadurch nicht entsteht, dass alle sehr aufmerksam bleiben, so wie es in dem Stück, das also in der Musik dann zu hören ist und zu fassen ist und zu bemerken ist. Und auch in der Interaktion zwischen Jean Bosco und dem Publikum. Also da ist auch eine Aktualität, eine Spontanität, etwas Unerwartbares und etwas, was in diesem Moment sich verwebt, aber seine Leichtigkeit behält, sich also nicht verstrickt, obwohl viele Verbindungen miteinander wirken. Und in der Geschichte selbst, die erzählt wird, auf diese ironische Art, verstrickt es sich umso mehr, je mehr die Leute versuchen, etwas aufzubrechen und Distanzen herzustellen,
weil sie nicht diesen Schritt machen konnten, auf Distanz zu gehen zu ihren eigenen Vorannahmen und zu ihrer eigenen Sicht auf die Probleme oder die frustrierenden Elemente oder das, was sie als Grund auserkoren haben für das Gefühl, was sie haben. Und weil diese Urverstrickung sozusagen mit sich selbst und mit dem verstellten Blick, den man darauf hat, bei allen Vieren nicht gelöst wird, entsteht dieser Knoten, der sich von allen Ecken und von allen Seiten auf die gleiche Weise zusammenzieht und keine Möglichkeit hat, eine andere Form zu finden, weil keine anderen Formen in der Tiefe auf einem anderen Niveau gedacht werden. Und der Witz ist für mich, dass dies, dadurch, dass es erzählt wird, durch das Lied und durch die Genialität, wie dieser Text aufgebaut ist und durch diese unglaublich brillante Art und Weise, wie dieses Stück komponiert und auch gespielt wird. Und dann später auch eben in dieser Interaktion, in diesem Zusammenspiel mit Publikum, die Ebene der Möglichkeit, ein anderes Niveau zu sehen, gezeigt wird und eingelöst wird und dadurch die Situation gelöst wird, dadurch gelacht werden kann an den Stellen, wo es innerhalb der Geschichte, wo man nichts sehen kann, also wo man nicht sehen kann, was passiert, innerhalb der Verstrickung sieht keiner, was los ist. Das ist der Punkt. Durch Humor kann es gelöst werden und Humor fordert ein, dass es eine Distanz zur eigenen Position gibt. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes, dass da eine Unterbrechung ist in gewissem Sinne. Und das ist der Moment, wo Verstrickung erst erkannt werden kann. Das ist, also für mich ist der heikelste Punkt der Verstrickung dass sie nicht bemerkt wird. Dass nicht bemerkt wird, dass es eine Verstrickung ist und nicht Äußerlichkeiten, an denen man irgendwas modifizieren oder irgendwie herumpopeln muss, sondern dass die Struktur wie so ein Knoten entsteht und wo diese Punkte sind, wo Zug entsteht und warum dieser Zug entsteht, dass die nicht erkannt werden. Das ist das, was für mich Verstrickung so besonders macht, was die Dimension ist, auf der ich sagen würde, dieses Wort ist angebracht. Das ist nicht nur Verheddern, das ist nicht Verbindung, sondern das ist eine andere Ebene, auf der es Gefahr läuft, zu diesem Knoten zu werden und dass da eben der Blick verstellt ist auf andere Möglichkeiten und auf die Tatsache, dass es eine Verstrickung gibt. Man bemerkt sie nicht, das ist der Punkt. Und da, wo Verbindungen gesehen, gesponnen und auch gehalten werden und gleichzeitig aber die Möglichkeit der Verstrickung mitreflektiert wird, und das passiert in diesem Lied, durch dieses Lied, als dieses Lied, passiert was ganz anderes, Magisches. Es entsteht ein Netz, das eben nicht Verstrickung ist, dass seine Maschen, seine Haken, seine Punkte, wo etwas gebündelt wird und all diese Dinge hat und seine Verwindungen hat und seine Wiederholungen hat und auch seine Strukturen hat. Aber es entsteht nicht diese Blindheit bezüglich der Verstrickung oder Verknotung, sondern eine besondere Aufmerksamkeit, die dadurch erzwungen wird, also was heißt erzwungen, die wird nicht erzwungen, aber die dadurch gehalten wird, dass der Blick auf das Gemeinsame gerichtet wird, auf das, was gemeinsam erzählt wird und nicht nur auf den eigenen Komfort, auf die eigene Situation.
Und dadurch entsteht, und das ist irgendwie ist ja ein bisschen paradox vielleicht erstmal, dadurch entsteht mehr Freiheit. Es entsteht mehr Freiheit dadurch, dass Menschen auf das achten, was sie miteinander weben, wie jetzt die ganzen Menschen, die in dem Stück mitspielen, und nicht Freiheit dadurch, wie es dann in dieser vertrackten und verstrickten Geschichte passiert ist, dadurch, dass jeder einfach macht, was er will. Denn dadurch bleiben die Beziehungen die gleiche Scheiße. Es ist einfach nur ein anderes Etikett oberflächlich draufgeklebt. So könnte man sagen, Verstrickung hat irgendetwas mit Oberfläche zu tun und mit der Blindheit gegenüber dem, was unter Oberflächen sich so abspielt. So würde ich es vorab einfach notieren für den Moment.